Lektion 1: Konferenzsitzungen. Hallo. Ich nehme an dieser Konferenz teil. Warst du schon bei irgendwelchen Sitzungen? Ja, ich habe heute Morgen einige interessante Veranstaltungen besucht. Das ist großartig. Welche Themen wurden behandelt? Sie diskutierten über Innovationen in Technologie und Bildung. Das sind wichtige Themen. Hast du etwas Neues gelernt? Zuruf. Ich habe einige tolle Ideen für meine Arbeit bekommen. Das ist großartig. Auch Networking spielt bei diesen Veranstaltungen eine große Rolle, oder? Chef, in den Pausen habe ich einige inspirierende Menschen kennengelernt. Ich würde auch gerne mit Gleichgesinnten in Kontakt treten. Lektion 2: Haustiere und unbeaufsichtigte Tiere. Obwohl wir es vorziehen, dass Haustiere nicht unbeaufsichtigt bleiben, verstehen wir, dass dies manchmal notwendig ist. Ja, manche Menschen haben einen vollen Terminkalender. Was ist Ihrer Meinung nach die beste Lösung hierfür? Vielleicht einen Tiersitter engagieren oder eine Kindertagesstätte für Haustiere nutzen. Das ist eine tolle Idee. Es sorgt dafür, dass Haustiere sicher und glücklich sind. Ja, und es gibt den Besitzern Sicherheit. Wie wäre es, Haustieren beizubringen, unabhängiger zu werden? Das könnte auch helfen. Es braucht allerdings Zeit. Wahr. Geduld ist der Schlüssel zum Training von Tieren. Lektion 3: Indianer bewirtschaften. Wussten Sie, dass die Indianer in dieser trockenen Gegend von der Landwirtschaft lebten? Ja, sie haben mehrere Feldfrüchte angebaut, um zu überleben. Es ist unglaublich, wie sie sich an ihre Umgebung angepasst haben. Züluf. Sie waren geschickt darin, die verfügbaren Ressourcen zu nutzen. Unter solchen Bedingungen muss die Landwirtschaft eine Herausforderung gewesen sein. Ja, aber sie haben Techniken entwickelt, damit es funktioniert. Ihr Wissen über die Landwirtschaft ist beeindruckend. Das ist es wirklich. Sie verstanden das Land und seine Bedürfnisse. Die moderne Landwirtschaft könnte von ihren Praktiken viel lernen. Lektion 4: Kleidergrößen. Haben Sie Kleider gefunden, die zu Ihnen passen? Ja, zum Glück gab es Kleider in verschiedenen Größen. Das ist großartig. Hast du ein paar anprobiert? Das habe ich. Einige waren perfekt, andere waren etwas eng. Es ist immer schön, wenn es eine gute Auswahl gibt. Züluf. Ich liebe es, wenn Geschäfte für jeden etwas bieten. Für welchen Stil hast du dich letztendlich entschieden? Ich habe mich für einen klassischen Look entschieden, etwas Schlichtes, aber Elegantes. Das hört sich herrlich an. Lektion 5: Spannende Veränderungen. Das klingt spannend. Welche Veränderungen erwägen Sie? Ich denke darüber nach, für einen Neuanfang in eine neue Stadt zu ziehen. Wow. Das ist eine große Entscheidung. Ja, aber ich habe das Gefühl, es ist Zeit für etwas Neues. Haben Sie sich schon für eine Stadt entschieden? Ich prüfe ein paar Optionen, aber nichts ist in Stein gemeißelt. Es muss Spaß machen, Ihre Auswahl zu erkunden. Das ist es wirklich. Ich liebe es, neue Orte zu entdecken. Ich kann es mir vorstellen. Was hoffen Sie dort zu finden?
Lektion 6. Gesunde Entscheidungen. Absolut. Und was ist mit zuckerhaltigen Getränken? Vermeiden Sie sie? Ja, ich versuche sie so weit wie möglich einzuschränken. Das ist klug. Was trinkst du stattdessen? Hauptsächlich Wasser und Kräutertees. Sie sind erfrischend. Ich sollte wahrscheinlich das Gleiche tun. Es macht einen großen Unterschied darin, wie ich mich fühle. Das kann ich sehen. Haben Sie neue Geschmacksrichtungen ausprobiert? Ja, ich liebe es, verschiedene Kräutermischungen auszuprobieren. Klingt köstlich. Lektion 7. Internetprobleme. Ja, leider bricht das WLAN-Signal ständig ab. Das kann so frustrierend sein. Das ist es wirklich. Ich brauche eine zuverlässige Verbindung für die Arbeit. Haben Sie darüber nachgedacht, den Anbieter zu wechseln? Ich denke darüber nach, aber ich muss nach Möglichkeiten suchen. Das ist eine gute Idee. Ich möchte sicherstellen, dass ich den bestmöglichen Service bekomme. Definitiv. Sie möchten bei wichtigen Anrufen keine Unterbrechungen. Genau. Lektion 8. Waldwunder. Haben Sie schon einmal die alten Wälder in der Nähe erkundet? Ich liebe diese Wälder. Sie sind voller Farne und einzigartiger Pflanzen. Ja. Ich finde die Vielfalt der Beeren faszinierend. Wissen Sie, welche essbar sind? Detour. Manche Beeren können lecker sein, aber man muss vorsichtig sein. Definitiv. Es ist erstaunlich, wie sich diese Pflanzen im Laufe der Zeit angepasst haben. Rest. Die Natur hat ihre eigene Art zu gedeihen. Es ist wie eine verborgene Welt. Ich stimme zu. Ein Spaziergang durch diesen Wald fühlt sich an, als würde man ein anderes Reich betreten. Außerdem sind die Geräusche des Waldes so beruhigend. Es ist wie die Musik der Natur. Ja. Ich könnte Stunden damit verbringen, nur zuzuhören und zu beobachten. Lektion 9. Zentrale Bequemlichkeit. Es ist ziemlich zentral hier, nicht wahr? Ja, Sie haben einfachen Zugriff auf alles. Es ist ein toller Ort zum Leben. Ich liebe es, dass alles zu Fuß erreichbar ist. Der macht das Leben viel einfacher, besonders beim Einkaufen. Und die Cafés sind gleich um die Ecke. Perfekt für einen schnellen Kaffee. Ja, ich besuche gerne dieses kleine Café mit Sitzgelegenheiten im Freien. Ich auch. Es ist schön, sich zu entspannen und Leute zu beobachten. Außerdem ist das Gebäck dort fantastisch. Ich kann Ihren Schokoladencroissants nicht widerstehen. Lektion 10. Probleme mit der Bildschirmzeit. Ich habe in letzter Zeit versucht, die Bildschirmzeit zu verkürzen. Das ist eine gute Idee. Es kann jedoch schwierig sein, sich davon zu befreien. Ich weiß. Ich habe angefangen, mir selbst Grenzen zu setzen. Das klingt nach einem klugen Ansatz. Wie läuft es? Es ist zwar eine Herausforderung, aber ohne Ablenkungen fühle ich mich produktiver. Ich kann es nachvollziehen. Mir ist aufgefallen, dass ich mehr Zeit zum Lesen habe.
Genau. Und es ist auch erfrischend, Zeit im Freien zu verbringen. Ich genieße häufiger Spaziergänge im Park. Das ist eine großartige Möglichkeit, abzuschalten und neue Energie zu tanken. Lektion 11. Umlandungslösungen. Ich habe gehört, dass Sie einige der Treffen verschoben haben. Ja, das haben sie. Es scheint, dass sie alternative Lösungen gefunden haben. Das ist gut. Es ist wichtig, flexibel in der Planung zu sein. Zuruf. Es hilft, alles auf dem richtigen Weg zu halten. Ich schätze es, wie sich jeder an Veränderungen anpasst. Tja, es zeigt großartige Teamarbeit und Kommunikation. Dadurch wird das Arbeitsumfeld viel positiver. Definitiv. Ich fühle mich motivierter, wenn alles reibungslos läuft. Hoffen wir, dass dies auch bei zukünftigen Projekten so bleibt. Lektion 12. Reiseträume. Ich denke darüber nach, Thailand zu besuchen. Das klingt erstaunlich. Wann planen Sie zu gehen? Ich hoffe, dass ich im Herbst komme. Das Wetter sollte perfekt sein. Tja, außerdem können Sie die Festivals erleben. Genau. Ich habe gehört, dass dort lebhafte Feste gefeiert werden. Und das Essen dort soll unglaublich sein. Ich kann es kaum erwarten, authentische thailändische Gerichte zu probieren. Sie müssen alle Ihre Erfahrungen teilen, wenn Sie zurückkommen. Definitiv. Ich werde viele Fotos machen, um es Ihnen zu zeigen. Lektion 13. Statt Signale. Wussten Sie, dass Signale durch die Gebäude in der Innenstadt von Toronto blockiert wurden? Wie Das hatte ich noch nicht gehört. Wie wurde es übers... Als der CN Tower gebaut wurde, lösten sie das Problem durch eine Anpassung der Technologie. Das ist faszinierend. Es ist unglaublich, wie Innovation funktioniert. Ja. Es ist interessant zu sehen, wie sich die Technologie weiterentwickelt. Und wie es sich auch an städtische Umgebungen anpasst. Genau. Städte verändern sich ständig, und so auch unsere Technologie. Es regt zum Nachdenken über die Zukunft des urbanen Lebens an. Definitiv. Ich frage mich, welche Innovationen als nächstes kommen. Lektion 14. Historische Perspektiven. Viele Menschen empörten sich damals über die Macht der Kirche. Ja, und sie begrüßten Luthers Ideen zur Veränderung. Es war eine bedeutende Periode in der Geschichte, nicht wahr? Südhof. Die protestantische Reformation hatte große Auswirkungen. Es veränderte den Lauf von Religion und Gesellschaft. Und es löste Debatten aus, die bis heute aktuell sind. Ja. Diskussionen über die Glaubensfreiheit dauern an. Es ist interessant zu sehen, wie die Geschichte unsere Gegenwart prägt. In der Tat. Wir können aus diesen Ereignissen so viel lernen. Lektion 15. Begegnungen mit Tieren. Hast du die Affenshow im Zoo gesehen? Tja, diese Affen machten Tricks, um uns zu beeindrucken. Ich fand es toll, wie verspielt sie waren. Und da war ein Affenbaby,
das sich an den Rücken seiner Mutter klammerte. Das war so bezaubernd. Es hat mein Herz zum Schmelzen gebracht. Ich weiß, es kann so reizvoll sein, die Natur zu beobachten. Man lernt die Tierwelt wirklich schätzen. Suf, jedes Tier hat seine eigene Persönlichkeit. Wir sollten den Zoo bald wieder besuchen. Lektion 16. Abrechnungsverwirrung. Ich entschuldige mich für die Verwirrung bezüglich der Rechnung. Da scheint ein Fehler vorgefallen zu sein, oder? Ja, Sie haben mich falsch belastet. Das kann frustrierend sein. Haben Sie den Kundendienst kontaktiert? Das habe ich. Sie waren hilfreich und beheben das Problem. Das ist gut zu hören. Es ist wichtig, diese Probleme schnell zu lösen. Genau. Ich schätze Ihre schnelle Antwort. Es ist eine Erleichterung, wenn die Dinge geklärt sind. Ja. Ich werde meine nächste Aussage im Auge behalten. Lektion 17. Emotionale Musik. Weißt du, das mag albern erscheinen, aber die Musik war so schön, dass ich geweint habe. Es ist überhaupt nicht albern. Musik kann tiefe Emotionen hervorrufen. Ja. Es berührt wirklich das Herz. Mir geht es genauso, wenn ich bestimmte Melodien höre. Es ist unglaublich, wie Musik eine Geschichte ohne Worte erzählt. Ja, es kann sie in besondere Momente zurückversetzen. Ich liebe es, wie es uns erheben oder trösten kann. Ja, es ist eine universelle Sprache, die wir alle verstehen. Lasst uns das nächste Mal unsere Lieblingslieder teilen. Lektion 18. Gespräche beginnen. Wenn Sie neue Leute kennenlernen, beginnen Sie am besten mit einfachen Themen wie Hobbys. Ich stimme zu. Hobbys sind eine tolle Möglichkeit, das Eis zu brechen. Welche Hobbys erwähnen Sie normalerweise? Ich spreche oft über meine Liebe zur Malerei. Es weckt Interesse. Das ist ein fantastisches Hobby. Malen Sie oft? Ja, wann immer ich etwas Freizeit finde. Es ist entspannend. Das sollte ich versuchen. Was malen Sie am liebsten? Ich liebe Landschaften. Sie sind so lebendig und voller Leben. Das klingt wunderschön. Ich würde gerne eines Tages Ihre Arbeit sehen. Lektion 19. Beliebte Shows. Nun, es gibt diese Science-Fiction-Show, die immer beliebter wird. Hilfe, worum geht es? Es steckt voller unerwarteter Wendungen und faszinierender Charaktere. Klingt faszinierend. Ich liebe eine gute Wendung in der Handlung. Auch die Spezialeffekte können sich sehen lassen. Sie ziehen einen wirklich in ihren Bann. Ich kann es kaum erwarten, es auszuprobieren. Wie lautet der Titel? Es heißt Galactic Adventures. Das solltest du dir ansehen. Ich werde es meiner Liste hinzufügen. Schaust du es dir oft an? Ja, jede Woche. Es ist meine kleine Flucht aus der Realität. Lektion 20. Auf Wiedersehen. Definitiv. Es war toll, dich zu sehen.
Du auch. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie in Kontakt. Ich werde. Lasst uns ein baldiges Wiedersehen planen. Ja, das würde mich freuen. Wir können mehr aufholen. Vielleicht nächste Woche? Klingt perfekt. Ich schreibe dir später eine SMS. Großartig. Ich freue mich darauf. Auch. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Tag. Du auch. Lektion 21. Sport und Gesellschaft. Haben Sie kürzlich von den Veränderungen in den Sportligen gehört? Tja, es ist faszinierend, wie die Geschichte diese Ligen prägt. Genau. Der Gerichtsprozess von 1896 hat die Dinge wirklich beeinflusst, nicht wahr? Das tat es. Es öffnete vielen Spielern Türen. Und jetzt sehen wir mehr Vielfalt in Teams. Ruf. Es ist ein Spiegelbild der Entwicklung unserer Gesellschaft. Ich liebe es, wie Sport Menschen zusammenbringen kann. Doch, es ist eine großartige Einheit zwischen den Kulturen. Und es lehrt wichtige Lektionen fürs Leben. Lektion 22. Pflege und Gesellschaft. Die Krankenpflege hat eine lange Geschichte, nicht wahr? Ja, es ist interessant, wie sich die Wahrnehmung im Laufe der Zeit verändert hat. Rechts. Viele Krankenschwestern wurden damals in einem negativen Licht gesehen. Ja, sie wurden oft ungerecht beurteilt, nicht wahr? Es ist traurig, an die Stigmatisierung zu denken, mit der sie konfrontiert waren. Das ist es wirklich. Aber mittlerweile genießt die Krankenpflege einen hohen Stellenwert. Ja. Sie sind für unser Gesundheitssystem von entscheidender Bedeutung. Ruf. Ihr Engagement ist inspirierend. Und sie spielen eine so entscheidende Rolle in unseren Gemeinden. Lektion 23. Organisiert bleiben. Finden Sie Listen hilfreich, um organisiert zu bleiben? Definitiv. Sie halten mich für alles auf dem Laufenden. Ich stimme zu. Es hilft zu visualisieren, was getan werden muss. Ja, außerdem fühlt es sich lohnend an, Dinge abzuhaken. Ja. Es gibt ein Erfolgserlebnis. Und es reduziert Stress durch die Bewältigung von Aufgaben. Sicher. Ich kann mir mein Leben ohne Listen jetzt nicht mehr vorstellen. Sie machen das Leben so viel einfacher, nicht wahr? Definitiv. Es ist ein einfaches, aber effektives Werkzeug. Lektion 24. Süße Versuchungen. Haben Sie manchmal Heißhunger auf Süßigkeiten, auch wenn diese nicht gerade die gesündesten sind? Die ganze Zeit. Es ist schwer, diesen süßen Leckereien zu widerstehen. Rechts? Aber zu viel kann unseren Zähnen schaden. Ja, ich versuche mich einzuschränken, aber es ist hart. Es geht wohl nur um das Gleichgewicht. Ja, ein bisschen Nachsicht hier und da ist in Ordnung. Genau. Mäßigung ist der Schlüssel zum Genuss von Süßigkeiten. Und auch die Suche nach gesünderen Alternativen kann hilfreich sein. Absolut. Obst kann den süßen Appetit stillen. Lektion 25. Die Rolle der Zeitungen.
Zeitungen haben die Art und Weise, wie wir Informationen konsumieren, wirklich verändert, nicht wahr? Jeff, sie sind in jeder größeren Stadt unverzichtbar. Und sie halten uns über die Welt auf dem Laufenden. Ja, es ist erstaunlich, wie sie die öffentliche Meinung prägen. Rechts? Sie können gesellschaftliche Veränderungen beeinflussen. Jeff, aber die Branche entwickelt sich mit der Technologie weiter. Wahr. Digitale Plattformen werden immer beliebter. Aber traditionelle Zeitungen haben immer noch ihren Wert, nicht wahr? Absolut. Sie bieten eine ausführliche Berichterstattung. Lektion 26. Einzigartige Tiere. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, wie einzigartig Kängurus sind? Jeff, sie sind so interessante Kreaturen. Und es gibt sie nur in Australien, oder? Ja, es ist erstaunlich, wie sich verschiedene Tiere anpassen. Ja. Jede Region hat ihre eigene einzigartige Tierwelt. Es ist faszinierend, etwas über ihre Lebensräume zu erfahren. Sicher. Der Schutz dieser Arten ist wichtig. Tilwuf, wir müssen ihre Umwelt schützen. Machen wir auf einzigartige Tiere aufmerksam. Lektion 27. Notfallvorsorge. Es ist immer gut, auf Notfälle vorbereitet zu sein, nicht wahr? Jeff, ich hoffe jedoch, dass wir nie einem solchen gegenüberstehen. Genau. Aber zu wissen, was zu tun ist, ist entscheidend. Jeff, ein Plan kann Leben retten. Sicher. Es gibt ihnen Seelenfrieden. Und es ist nicht schwer, ein Basis vorzubereiten. Wahr. Nur ein paar wesentliche Dinge können einen Unterschied machen. Jeff, ermutigen wir auch andere, sich vorzubereiten. Absolut. Proaktiv zu sein ist immer klug. Lektion 28. Flüssigkeitsvorschriften. Wussten Sie, dass es Regeln für Flüssigkeitsbehälter gibt? Jeff, es ist interessant, wie streng sie sind, nicht wahr? Rechts. Keine Flüssigkeiten unter 100 Milliliter auf Flügen. Ja, aus Sicherheitsgründen. Ja. Es ist überraschend, wie viel wir für selbstverständlich halten. Jeff, kleine Dinge können einen großen Unterschied machen. Und wenn wir uns dieser Regeln bewusst sind, können wir besser reisen. Tilwuf, erinnern wir alle daran. Ja. Beim Reisen ist Wissen Macht. Lektion 29. Einkaufslisten. Haben Sie angefangen, Einkaufslisten zu erstellen? Jeff, Sie sind ein Lebensretter beim Einkaufen. Absolut. Es hilft mir, mich an alles zu erinnern, was ich brauche. Pfiff, Obst, Gemüse und Brot sind das A und O. Ja. Ohne Liste vergisst man schnell Dinge. Ja, und es spart auch Zeit im Laden. Sicher. Lassen Sie uns weiterhin unsere Listentipps teilen. Jeff, es macht das Einkaufen effizienter.
Gemeinsam erobern wir den Lebensmitteleinkauf. Lektion 30. Gliedmaßen und Ressourcen. Haben Sie schon einmal von künstlichen Gliedmaßen gehört? Ja, sie können Leben wirklich verändern, aber es ist eine große Herausforderung. Es scheint unmöglich, alle verlorenen Gliedmaßen zu ersetzen. Sie haben recht. Es gibt nie genug Ressourcen für alle Bedürftigen. Warum ist das so? Finanzierung und Technologie sind große Themen. Nicht jeder hat Zugriff darauf. Das ist so wahr. Was kann getan werden, um dies zu verbessern? Wir brauchen mehr Bewusstsein und Unterstützung für Forschung und Finanzierung. Ich stimme zu. Es ist ein wichtiger Bereich, der Aufmerksamkeit erfordert. Lektion 31. Hobbys entspannen. Haben Sie Hobbys zum Entspannen? Ja, ich lese gerne Bücher und gehe gerne spazieren. Das klingt entspannend. Was für Bücher liest du? Hauptsächlich Belletristik und einige Kriminalromane. Sie entführen mich in eine andere Welt. Ich liebe Geheimnisse. Sie lassen sie bis zum Ende raten. Ja, es ist spannend, die Wendungen in der Handlung herauszufinden. Haben Sie einen Lieblingsautor? Ja, ich mag Agatha Christie wirklich. Also, Ich mag Dan Brown. Seine Bücher sind so fesselnd. Lektion 32. Notwendige Vorkehrungen. Welche notwendigen Vorkehrungen müssen Sie für die Reise treffen? Ich muss ein Hotel buchen und meinen Flug bestätigen. Wie lange dauert die Übertragung meiner Reservierung? Normalerweise dauert es online nur wenige Minuten. Das ist praktisch. Was ist mit dem Transport? Ich sollte einen Autoservice zum Flughafen bestellen. Gute Idee. Es ist immer besser, im Voraus zu planen. Definitiv. Es erspart viel Stress. Das sollte ich auch bei meiner nächsten Reise tun. Lektion 33. Bebios Rustang. Was halten Sie von der Verwendung eines Stubenwagens? Sie sind gemütlich, aber ein Kinderbett ist sicherer, wenn Babys größer werden. Das macht Sinn. Sicherheit hat Priorität. Klar, außerdem halten Kinderbetten länger. Haben Sie sich verschiedene Stile angeschaut? Ja, es gibt so viele süße Designs da draußen. Es ist schön, Optionen zu haben, die zu Ihrer Einrichtung passen. Ein stillvolles Kinderbett kann das Kinderzimmer aufwerten. Ich liebe die Idee eines Themenzimmers. Lektion 34. Reisepläne. Haben Sie darüber nachgedacht, diesen Sommer zu verreisen? Werf, ich bin begeistert von den Optionen. Welche Länder betrachten Sie? Ich denke an Europa. Die Kultur ist unglaublich. Tolle Wahl. Haben Sie die Visabestimmungen überprüft? Noch nicht, aber ich sollte es tun. Es ist wichtig, vorauszuplanen. Absolut. Jedes Land hat andere Regeln. Ich werde sie heute Abend recherchieren. Danke für die Erinnerung. Kein Problem. Es ist besser, vorbereitet zu sein.
Lektion 35 Buchungsstrategien. Wann buchen Sie normalerweise Ihre Reisen? Ich bevorzuge die Nebensaison, es ist billiger. Clevere Strategie. Auch Wochentagsbuchungen können viel sparen. Ja, außerdem sorgen weniger Menschenmassen für ein besseres Erlebnis. Haben Sie in letzter Zeit gute Angebote gefunden? Ja, ich habe einen tollen Preis für eine Route gefunden. Das ist großartig. Wo bleiben Sie? Ein schöner Ort in Strandnähe. Ich kann es kaum erwarten. Klingt perfekt zum Entspannen. Lektion 36 Gesundes Naschen. Haben Sie jemals Lust auf etwas Süßes oder Salziges? Die ganze Zeit. Ich versuche, gesündere Snacks zu wählen. Was machen Sie normalerweise? Ich liebe Früchte oder Nüsse statt Chips. Das ist eine gute Idee. Das sollte ich auch versuchen. Es geht doch nur ums Gleichgewicht, oder? Genau. Gesundes Naschen hält das Energieniveau hoch. Außerdem fühlt es sich gut an, bessere Entscheidungen zu treffen. Vereinbart. Teilen wir Snackideen. Lektion 37 Währungsgespräch. Wissen Sie, wie viele Viertel einen Dollar ergeben? Ja, 4/4 machen einen Dollar aus. Genau. Und ein Dollar ist 100 Cent wert. Das ist richtig. Es ist interessant, wie Währung funktioniert. Ich lerne gerne etwas über verschiedene Währungen auf der ganzen Welt. Doch sie alle haben einzigartige Designs und Werte. Was ist deine Lieblingswährung? Ich liebe die bunten Geldscheine aus anderen Ländern. Sie erzählen wirklich eine Geschichte über die Kultur. Lektion 38 Kunsterkundung. Haben Sie schon einmal versucht zu malen oder zu zeichnen? Ja, ich liebe es. Kunst eröffnet eine neue Welt des Ausdrucks. Es ist erstaunlich, wie kreativ wir sein können. Beruf. Es ist auch therapeutisch. Hast du ein Lieblingsmedium? Ich mag Aquarell. Es ist so flüssig und lebendig. Das klingt wunderschön. Ich könnte das versuchen. Du solltest. Es macht Spaß, mit Farben zu experimentieren. Ich werde es mir auf jeden Fall ansehen. Lektion 39 Tagesablauf. Haben Sie nach der Arbeit einen festen Ablauf? Normalerweise gehe ich direkt danach ins Fitnessstudio. Das ist großartig. Es ist wichtig, aktiv zu bleiben. Ja, es hilft mir, mich nach einem langen Tag zu entspannen. Haben Sie ein bestimmtes Training? Ich liebe eine Mischung aus Cardio und Krafttraining. Das ist ein ausgewogener Ansatz. Es bleibt auf jeden Fall interessant. Vielleicht komme ich eines Abends zu dir.